Die deutsche Bürokratie. Habt ihr schon einmal das Geräusch eines schweren Stempels auf Papier gehört? Bam! Dieses Geräusch ist Musik in den Ohren eines deutschen Beamten. Und für euch bedeutet es oft endlich geschafft. Ich bin Friedrich und heute nehme ich euch mit auf eine abenteuerliche Reise. Wir verlassen die Welt der normalen Logik und betreten das Reich der Formulare. Heute geht es um die deutsche Bürokratie. Vielleicht habt ihr schon Horrorgeschichten gehört. Geschichten von Menschen, die 3 Monate auf einen Termin warten oder von Briefen, die man nicht versteht, obwohl man eigentlich ganz gut Deutsch spricht. Ist es wirklich so schlimm oder ist das alles nur ein Klischee? In dieser 6. Episode von German Decoded schauen wir uns die Wahrheit an. Wir sprechen auf Niveau B1, damit ihr nicht nur die Sprache lernt, sondern auch überlebt, wenn ihr das nächste Mal zum Amt müsst. Wir klären, warum Papier in Deutschland heiliger ist als digitale Daten und wie ihr den Kampf gegen den Papierkram gewinnt. Seid ihr bereit? Dann holt euren Kugelschreiber raus, es geht los. Der erste Schritt in die deutsche Bürokratie beginnt meistens nicht im Amt selbst, sondern zu Hause am Computer. Bevor man überhaupt mit einem Beamten sprechen kann, braucht man einen Termin. Und das ist in großen Städten wie Berlin, München oder Hamburg oft das schwierigste Problem. Ihr wollt euren Wohnsitz anmelden? Ihr braucht einen neuen Reisepass? Oder ihr wollt ein Auto anmelden? Für alles braucht ihr einen Termin. Früher konnte man einfach morgens zum Amt gehen, eine Nummer ziehen und warten. Das geht heute fast gar nicht mehr. Heute muss man online einen Termin buchen. Das klingt modern und praktisch, oder? Leider ist es das oft nicht. Die Webseiten der Ämter sind oft überlastet. Wenn ihr versucht, einen Termin zu finden, seht ihr oft nur rote Felder im Kalender. Alles ist ausgebucht. Manchmal für 2 oder 3 Monate im Voraus. Das ist verrückt, besonders wenn man etwas dringend braucht. Hier ist ein kleiner Tipp, den viele Deutsche nutzen. Die Ämter schalten oft morgens früh neue Termine frei. Wenn ihr also um 7 oder 8 morgens auf die Webseite geht und die Seite aktualisiert, habt ihr vielleicht Glück. Es erfordert Geduld. Ein wichtiges Wort, das ihr hier lernen müsst, ist der Sachbearbeiter oder die Sachbearbeiterin. Das ist die Person, die im Amt an dem Schreibtisch sitzt und euren Fall bearbeitet. Diese Person hat viel Macht. Wenn der Sachbearbeiter schlechte Laune hat oder wenn ein Dokument fehlt, kann er euch nach Hause schicken. Deshalb ist es wichtig, immer freundlich und gut vorbereitet zu sein. Aber dazu kommen wir später noch. Merkt euch erst einmal, ohne Termin geht in Deutschland fast gar nichts mehr. Kommen wir zu einer der wichtigsten bürokratischen Hürden für Neuankömmlinge: die Anmeldung. In Deutschland gibt es eine Meldepflicht. Das bedeutet, wenn ihr in eine Wohnung zieht, müsst ihr dem Staat sagen, wo ihr wohnt. Ihr müsst euch beim Einwohnermeldeamt oder Bürgeramt anmelden. Das klingt einfach, ist aber oft kompliziert. Ihr habt dafür gesetzlich 2 Wochen Zeit, nachdem ihr eingezogen seid. Aber wir haben ja schon gelernt, es ist schwer, in 2 Wochen einen Termin zu bekommen. Zum Glück wissen die Ämter das meistens und sind kulant, wenn ihr den Termin erst später habt. Für die Anmeldung braucht ihr ein ganz spezielles Dokument. Es hat einen sehr langen, typisch deutschen Namen: die Wohnungsgeberbestätigung. Das ist ein fantastisches Wort für Scrabble, oder?
Versuchen wir es noch einmal zusammen. Wohnungsgeber Bestätigung. Was ist das? Das ist ein Formular, das euer Vermieter unterschreiben muss. Darin bestätigt der Vermieter, dass ihr wirklich in diese Wohnung eingezogen seid. Ohne dieses Papier könnt ihr euch nicht anmelden. Der Mietvertrag allein reicht oft nicht aus. Das ist eine wichtige Falle, in die viele tappen. Warum ist die Anmeldung so wichtig? Weil ihr ohne die Anmeldebestätigung fast nichts anderes machen könnt. Ihr wollt ein Bankkonto eröffnen? Die Bank will eure Anmeldung sehen. Ihr wollt Internet für zu Hause? Der Anbieter will die Anmeldung sehen. Ihr braucht eine Steueridentifikationsnummer, um zu arbeiten? Die kommt automatisch per Post, nachdem ihr euch angemeldet habt. Die Anmeldung ist also der Schlüssel, der alle anderen Türen in Deutschland öffnet. Ohne sie existiert ihr im System praktisch nicht. Also passt gut auf dieses kleine Stück Papier auf. Wir leben im 21. Jahrhundert. Wir haben Smartphones, künstliche Intelligenz und Autos, die fast von alleine fahren. Aber in deutschen Behörden lebt das 20. Jahrhundert weiter. Deutschland liebt Papier. Viele Prozesse sind noch nicht digitalisiert. Man nennt Deutschland oft spaßhaft ein Faxland. Und das ist kein Witz. Viele Ämter benutzen tatsächlich noch Faxgeräte, um Dokumente sicher zu senden. E-Mails gelten oft als nicht sicher genug oder als nicht rechtsverbindlich. Wenn ihr in Deutschland lebt, ist euer Briefkasten euer bester Freund oder euer größter Feind. Wichtige Informationen kommen fast immer per Post. Der gelbe Briefumschlag ist berühmt. Wenn ihr einen gelben Brief bekommt, ist es meistens etwas sehr Offizielles und Wichtiges, oft von einem Gericht oder einer Behörde. Ein wichtiges Konzept ist Schriftform. Wenn ein Gesetz Schriftform verlangt, bedeutet das Papier mit einer originalen Unterschrift. Eine E-Mail oder ein Scan reicht nicht. Ihr müsst den Brief ausdrucken, unterschreiben und per Post schicken. Oder ihr müsst persönlich hingehen. Das bedeutet für euch, ihr müsst Ordnung halten. In Deutschland braucht jeder Erwachsene mindestens einen großen Ordner für Dokumente. Ihr solltet alle Briefe von Behörden, Versicherungen, Banken und dem Arbeitgeber aufheben und abheften. Sortiert sie nach Datum. Warum? Weil ihr vielleicht in 3 Jahren beweisen müsst, dass ihr eine Rechnung bezahlt habt oder wann ihr wo gewohnt habt. Es passiert oft, dass ein Amt sagt, wir haben dieses Dokument nicht erhalten. Wenn ihr dann eure Kopie oder den Beleg vom Einschreiben zeigen könnt, habt ihr gewonnen. Ein Einschreiben ist ein Brief, bei dem der Postbote dokumentiert, dass er angekommen ist. Das kostet etwas mehr, ist aber bei wichtigen Kündigungen oder Fristen sehr zu empfehlen. Also werft keine offiziellen Briefe weg. Wir haben jetzt viel über Probleme und Stress gesprochen. Aber ich möchte diese Episode nicht negativ beenden. Die deutsche Bürokratie ist langsam und liebt Papier. Aber sie hat auch Vorteile. Sie ist meistens sehr korrekt. Korruption ist in deutschen Ämtern sehr, sehr selten. Die Regeln sind für alle gleich. Wenn ihr alle Dokumente habt, bekommt ihr auch, was ihr wollt. Hier sind meine besten Tipps für euren nächsten Besuch im Bürgeramt. Erstens, seid pünktlich. Wenn euer Termin um 10 Uhr ist, seid um 9:50 Uhr da. Wenn ihr zu spät kommt, verfällt eure Nummer sofort und ihr müsst wieder nach Hause gehen. Zweitens, bringt alles mit. Schaut vorher im Internet genau nach, welche Dokumente ihr braucht. Druckt alles aus. Bringt Originale und Kopien mit.
Es ist besser, zu viel Papier dabei zu haben, als zu wenig. Wenn ein Dokument fehlt, kann der Sachbearbeiter oft nichts machen, auch wenn er nett ist. Die Regeln erlauben es ihm nicht. Drittens, sprecht Deutsch, wenn möglich. Natürlich lernen viele von euch noch Deutsch, deshalb hört ihr ja diesen Podcast. Aber viele Beamte dürfen offiziell kein Englisch sprechen, aus rechtlichen Gründen. Wenn ihr euch unsicher fühlt, nehmt einen Freund oder eine Freundin mit, die gut Deutsch sprechen und übersetzen können. Und viertens, bleibt freundlich. Die Menschen, die im Amt arbeiten, haben einen stressigen Job. Sie hören den ganzen Tag Beschwerden. Ein Lächeln und ein freundliches Guten Tag können Wunder bewirken. Manchmal drückt ein Beamter ein Auge zu, wenn man sympathisch ist. Die deutsche Bürokratie ist wie ein schwieriges Spiel. Am Anfang versteht man die Regeln nicht und verliert oft. Aber mit der Zeit lernt man, wie es funktioniert. Man wird besser organisiert. Und das Gefühl, wenn man endlich den Stempel auf dem Formular hat und alles erledigt ist, ist großartig. Ich hoffe, diese Episode hilft euch ein wenig, die Angst vor dem Amt zu verlieren. Bleibt geduldig, sortiert eure Papiere und vergesst nicht die Wohnungsgeberbestätigung. Das war Friedrich für German Decoded. Bis zum nächsten Mal.